Liebe Medea und lieber Tom. Wir sind sprachlos, immer noch nach der ganzen Woche, was man da jetzt so erlebt hat. Morgen wird die Welt ein wenig schwereloser. Gerade beim Reisen lernt man seinen Partner am allerbesten kennen, weil es einfach so viele unterschiedliche Situationen gibt. Ja. Dann zeige ich euch einen Ort, in dem ihr euch widerspiegeln könnt und eure Liebe ebenso. Ich denke auf jeden Fall, dass so durch die Beziehung auf jeden Fall an Energie gewinnt. Draußen unter freiem Himmel wird geteilt, was verbindet. Ihr werdet begeistert sein. Eure Schweiz. Klare Bergluft, wahrscheinlich das Berner Oberländle. Start, also das Zentrum war total malerisch. Wenn man durch die Stadt läuft, dann erkennt man eigentlich schon die Leute am Look. Ich glaube, man merkt auch, dass die Einheimischen sehr stolz sind auf ihre Stadt, auf ihre Region. Ja. Hallo Medea. Hallo. Freut uns. Und den Abend durften wir dann noch auf einer Pferdekutsche ausklingen. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Wer war quasi der Prominenteste, den Sie jemals kutschiert haben, außer uns natürlich? Das ist schwierig. Also Diskretion wird ja hier groß geschrieben. Ja, er war sehr viel Diskretion, sehr viel privat halten. Mein Bruder ruft an, soll ich mal rangehen? Jo. Wie geil. Es wurde so spannend gemacht, ich war nicht mal vor mündlichen Abi so aufgeregt. Und da musste ich mich in Faust beweisen. Wir wussten, es geht jetzt irgendwie weiter runter in den Keller. Und von Stufe zu Stufe kam uns ein gewisser Geruch entgegen. Und plötzlich waren wir in einer Käsegrotte. Oh. Eben 3000 Leib, also etwa 30 Tonnen. So. 30 Tonnen Käse. 30 Tonnen Käse, ja. Also man hat nach oben die ganze Zeit geschaut, als wäre man das erste Mal in New York und würde die ganzen Hochhäuser jetzt bestaunen. Aber es war am Ende Käsetürme. So überwältigend, überall wo man hinschaut, sieht man Käse. Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Da waren die Überraschungen Tatsache noch nicht vorbei. Es wurde noch käsiger. Oh, wow. Guck mal hier. Wow. Wir durften uns einen Caclon setzen und durften dann eigenes Fondue zubereiten. Cheers. Mega lästig, ey. Mit der Aussicht war das natürlich wirklich Das war. cheesy. Es war dann schon cheesy, ja. Ich glaube, in einem romantischen Ort waren wir noch nicht. Nee, waren wir noch nicht. Ich bin vorher auch kurz emotional geworden. Ja, einmal kurz ein, zwei Tränchen verdrückt. Ist einfach surreal, fühlt sich an. Würdest du sowas genehmigt werden von dir? Auf jeden Fall wird es genehmigt werden. Ja. Heute Morgen ging es zur Gondel, zu einer Alpkäserei, wo uns dann Dominik und seine Frau Antonia sehr nett empfangen haben. Und dann durften wir gemeinsam mit den beiden Käse erstellen. Kessel von Asterix und Obelix, wo man leicht hineinplumpsen kann und dann Käse wieder rauskommt. Genau. So sah der Kessel aus. Ja, kannst du so reindrücken, schön in die Mitte, genau. Ist dann heiß, hä? Oh ja, das ist sehr heiß. Das ist 53 Grad. Jetzt kannst du das Tuch öffnen, dass ich in der Mitte noch was reinbringen kann. Tipptopp. Jetzt machen wir das unter die Presse. Das ist noch ein älteres System, aber es funktioniert immer noch.
Man hat auch sehr gemerkt, wie viel Leidenschaft dahinter ist, wie gerne er es jeden Sommer macht und eine gewisse Familienidentifikation dazu gehört. Also finde ich immer sehr, sehr toll, wenn Leute so eine Passion haben für etwas. Hier bevorzugen wir noch vom Hand. Traditionell. Oh, schön. Am Ende siehst du halt, was du für ein Endprodukt dann hast. Und das ist, glaube ich, wirklich richtig toll, wenn du so ein Erfolgserlebnis am Ende hast. Was dann natürlich auch noch besonders gut schmeckt. Der ist einjährig und der ist dreijährig. Derselbe Käse, nur das Alter ist anders. Mega lecker. Vor allem, wenn man jetzt auch weiß, wie der hergestellt wird, schmeckt der gleich noch besser. Interessant. Golden Pass Express nach Zweisingen. Welche Adjektive beschreiben deinen Charakter am besten? Das ist eine gute Frage. Als allererstes fällt mir empathisch ein. Sonst bist du noch sehr humorvoll und vor allem, ja, auch über sich selbst kannst du sehr gut lachen. Das hätte ich tatsächlich auch gesagt, Ja. humorvoll. Aber sonst fällt mir noch ein, dass du sehr unterstützend bist. Also ich glaube, du bist echt mein größter Supporter. Und ich glaube, es würde auch nicht so gut funktionieren, wenn du nicht so spontan wärst, wie du bist, weil wir auch eine Fernbeziehung haben. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Ja. Wir sind heute mit dem Schiff zum Hotel gefahren. Ein ganz besonderes, historisches Schiff, wo wir auch das Gefühl hatten, wir wurden ein bisschen zurück in die Vergangenheit versetzt. Swiss Travel Pass. Super. Man ist mit einer sehr alten Standseilbahn hochkutschiert worden. Ja, wir waren gestern echt absolut sprachlos, als wir hier das Haus betreten sind. Wow! Wir sind Cola-Schaden. Wow! Wenn man auf dem Balkon rausläuft, dann muss man erstmal den nervenden Wasserfall sich ansehen. War auf jeden Fall sehr romantisch. Dann hebt euch etwas Unsichtbares höher, als ihr es je erwartet hättet. Wir haben da schon eine Vermutung. Wie cool ist das? Das sieht mir sehr stark nach Paragliding aus. Fuck. Ja, ich auch. Fuck. Ja. Und habe schon ein bisschen gedacht, dass es sich um Paragliding handeln könnte. Ich habe auch irgendwann echt angefangen, so leicht zu zittern, weil einfach vor Vorfreude. Muss ich Angst haben? Nee, ich glaube nicht. Jetzt nicht. Muss ich Angst haben? Nein. Und 3, 2, 1. Yeah! Ach du Scheiße, ja! Plötzlich kommt einem der Wind entgegen und man denkt, krass, das ist jetzt wirklich real. Ich verstehe auf jeden Fall, warum du das machst. Ausblick. 20 von 10. Dieses Gefühl von Freiheit war echt einzigartig. Bist du gelandet? Wow, scheiße. Das ist eine krasse Sache, die ich je gemacht habe, wirklich. Auf jeden Fall. Geil. Erstmal aufs Leben klarkommen.
Als wir am Brenzer See hier lang gefahren sind, habe ich schon zu mir gesagt, so, boah, jetzt nochmal kajaken. Wäre auch eine schöne Aussicht. Das haben wir aber auch echt gemacht. Ob man sich in ein Land verlieben kann? Auf jeden Fall. Ja. Wunderschön. Erst werden Zähne gezeigt. Ich nehme euch mit auf Wolke 7. Ich erhoffe mir, dass wir auf jeden Fall noch mal irgendwas Abenteuerliches vielleicht sogar noch mal erleben. Ich war tatsächlich noch nie auf 3.500 Meter. Das höchste war die Zugspitze, wo ich war davor. Dementsprechend wurde es noch immer kälter, je höher man gekommen ist. Und der erste Schritt raus, man hat schon gemerkt, dass die Luft oben einfach dünner war. Zähne. Die Zähne hier. Zähne zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Zahnradbahn. Ja, da muss erst mal drauf kommen. Natürlich. Ja. Tunnelblick heute. Wir durften nämlich ganz vorne uns neben den Fahrer setzen. Es war auf jeden Fall atemberaubend schön da oben. Irgendwie hat es sich doch teilweise dann auch angefühlt, als wäre man irgendwie auf einem anderen Planeten. Weil man nur Eis gesehen hat, nur Schneeberge. War auf jeden Fall höher als Wolke 7. Das ist eine gute Antwort. Gerade der Gletscher war sehr beeindruckend. Man konnte ja noch ein bisschen in die Ferne gucken. Wahnsinn, auch ein Gletscher. Wir haben Besuch bekommen von ein paar Dohlen. Die waren tatsächlich sehr anhänglich. Schon sehr, sehr beeindruckend, was man damals zustande gebracht hat. Kann man noch mal sehen, was man schaffen kann. Nachdem wir auf dem Berg waren, sind wir nach Lauterbrunnen runtergefahren. Dieses Tal hier sieht gar nicht echt aus auf den allerersten Blick. Man könnte echt denken, das ist entweder gemalt, entweder bearbeitet, aber Ja. alles andere auf jeden Fall als echt. Und jetzt, wenn man hier mittendrin sitzt in dem Tal und auch hier umgeben ist von den steilen Berghängen, Wunderschön. ja, ich glaube, das sagt alles aus. Verrückt. Die Schweiz ist ein sehr romantischer Ort. Die Schweiz ist so facettenreich und egal, ob man jetzt in der Stadt ist oder in der Natur, auf dem Berg oder am See ist. Ich bin am glücklichsten, wenn man mit seinen liebsten Personen umgeben ist. Und wenn ich draußen bin, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Neues sehen darf. Natürlich am allerliebsten mit meinen Liebsten zusammen, damit man dann diese Erinnerungen auch zusammen teilen kann. Diesen Ausblick hier werden wir leider sehr, sehr, sehr vermissen. Danke Schweiz für alles, Danke, es war so toll. Auf jeden Fall hat die Reise sehr viel mit uns gemacht. Wir wurden überall so herzlich aufgefangen, das war echt tipptopp. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir uns ein bisschen in die Schweiz verliebt haben. Denken, glaube ich, dass die Schweiz uns extrem glücklich gemacht hat, ja. Aber wir kommen auf jeden Fall zurück. Komm auf jeden Fall zurück. Auf jeden Fall. Danke für alles. Danke. Ciao, ciao.